ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute einen ganz kleinen Film. Ich werde heute nichts kochen und nichts backen. Ich möchte heute nochmal über mein Lievito Madre reden mit euch. Und zwar gibt es da immer noch so ein paar Unstimmigkeiten. Ich bekomme immer mal so Messenger auf Facebook. Muss ich das denn zweimal füttern, bevor ich ein Brot backen möchte? Reicht einmal? Wie oft muss ich füttern? Und wie machst du das? Was für Mehl nimmst du? Und ja, sowas alles. Und ich habe gedacht, ich mache noch mal ein kurzes Video. Ich hoffe, dass es kurz wird, wie ich das jetzt wirklich mache. Das ist jetzt mein Lievito Madre, was ich gestern gefüttert habe. Und zwar hatte ich im Glas noch 88 Gramm Lievito Madre. Entschuldigung, ich habe es gestern aus dem Kühlschrank geholt, auf Zimmertemperatur gelassen. Da ich das letzte Brot Ende letzter Woche gebacken hatte, also nicht jetzt letzte Woche, davor die Woche, hatte sich schon so eine kleine Kruste gebildet auf meinem Lievito. Und die habe ich natürlich weggemacht und auch weggeschmissen. Das müsst ihr auch unbedingt machen. Das war zu fest und das gibt auch dann keine Kraft mehr, ja. Und dann hatte ich noch diese 88 Gramm. Und ich mache das jetzt immer so, dass ich mein Lievito mit dem Thermomix auffrische. Nicht wie ich am Anfang das immer im Glas gemacht habe und gerührt. Also es geht super klasse mit dem Thermomix, es ist viel weniger Arbeit und da ich das auch oft mache, manchmal, also jede Woche, zweimal oder je nachdem wie ich dazu komme, geht das super klasse. Und heute möchte ich euch das auch zeigen, wie ihr das mit dem Thermomix machen könnt. So, wie gesagt, ich habe es gestern gefüttert, es waren 88 Gramm, 44 Gramm Wasser habe ich reingemacht. Und 88 Gramm Mehltyp 550. So, und habe das dann gestern hier in der Küche stehen gelassen, Deckel umgedreht, ein Zewa drauf getan, ein Handtuch und habe es dann erstmal stehen gelassen für 2-3 Stunden. Danach habe ich das Glas geschlossen, hingestellt und die ganze Nacht stehen gelassen. Und wie ihr sehen könnt, also es sind wirklich super tolle Bläschen und er ist wirklich fast dreifach aufgegangen. So, und jetzt werde ich ihn füttern. So, das Gute ist, ihr könnt das ja hier jetzt auch abwiegen und müsst nicht extra eine Waage nehmen. Also, ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, also richtig super Bläschen. So, das gebe ich jetzt erstmal hier in meinen Mixer rein. So, jetzt habe ich fast alles hier rausgeholt und sage euch jetzt mal die Grammzahl, die ich jetzt hier drin habe. Nur noch einen kurzen Moment. Ich will ja wirklich alles nehmen vom Löffel. So. Dann haben wir das schon mal. Und zwar habe ich jetzt hier 240 Gramm. So, 240 Gramm. Dann gebe ich jetzt 120 Gramm Wasser dazu. Stelle nochmal auf Tara. Nochmal auf Tara, Moment, manchmal spinnt der auch ein bisschen, so, und 120 Gramm. So, sind jetzt 122 Gramm, das geht ja auch. So, das wird jetzt erstmal aufgelöst und zwar stelle ich das dann einfach, ja, eigentlich, sagen wir mal 1 Minute und lasse das mal von Stufe 2 langsam, gehe dann langsam auf Stufe 3, 2,5, dass sich das wirklich erstmal gut auflöst. Das geht eigentlich ziemlich schnell. So, jetzt auf 3 und das müsste dann auch schon reichen. Da braucht ihr gar keine Zeiteinstellung zu machen, also
So. Dann schaue ich mal, ob sich das schon aufgelöst hat. So, ich zeige euch das einmal. Also es hat sich aufgelöst, ja. Das ist schon so okay. Jetzt gehe ich nochmal auf die Waage und gebe jetzt natürlich die 240 Gramm Mehl dazu. Ja, Moment, nicht, dass ich zu viel reingebe. Dann haben wir auch schon genug, liebe Tomate, um Brot zu backen und natürlich auch, um eine Reserve zu haben, was ihr dann im Kühlschrank lagern könnt. So. Hoppla. 257, da hole ich mal ein bisschen raus. Ich möchte es jetzt schon genau machen. Ich meine, hinterher muss man eventuell noch ein bisschen Mehl dazugeben, aber das ist dann minimal. So, und jetzt gehe ich einfach auf Kneten und stelle das, ja, auf 1 Minute, aber ich werde sehen, wie weit der Teig dann gut ist und hole den dann raus. Also da mache ich dann keine Zeiteinstellung normalerweise. Ich habe hier schon ein sauberes Glas, das wird meine Reserve werden. Und das andere gebe ich wieder hier in dem Glas rein. Das mache ich auch nicht sauber, da ich heute noch Brot backen werde und den Lebetomate auch gebrauche. So, also, es ist schon gut. Ich kann das jetzt schon ausschalten. Ich zeige euch das einmal. So könnt ihr das sehen und das geht wirklich super schnell. Also das in ein paar Sekunden ist das schon fertig. So, dann will ich das mal jetzt rausholen. Stell den einmal kurz an die Seite. Hoppla. Und schaut euch das an. Das ist also wirklich, das geht wirklich rucki zucki ganz schnell. Also kann ich euch nur empfehlen, das auch in dem Thermomix zu machen, die natürlich einen Thermomix haben. Ansonsten, die keinen haben, machen es so, wie ich das schon in einem anderen Film gezeigt habe. Alles raus. So, alles raus. Perfekt. Und jetzt guckt euch das an hier. Das ist jetzt wirklich, da kann ich ja wieder ein Brot und süße Brötchen backen. Das mache ich ja immer gleichzeitig. Ich mache dann immer einmal für Brot, dass ich 200 Gramm für Brot nehme und 140, 150 Gramm für die süßen Brötchen. So, knete das nur noch einmal kurz durch. Also ihr seht, das ist ein ganz super klasse, klebt nicht. Und jetzt will ich das mal abwiegen, damit ihr wisst, wie viel das ist. So, ich habe jetzt hier 600 Gramm. Ja. Und jetzt werde ich sehen, dass ich circa 120, also Moment. So, das sind jetzt 200 Gramm. Die reichen mir dafür, dass ich mein Brot backe. Deswegen tue ich das wieder hier rein. Das ist wirklich super. Also ganz super klasse. Gebe ich hier rein, drücke das an. So, lass das jetzt hier stehen. So, ich habe jetzt noch 396.
150 und 237. So, das sind jetzt 180. Die nehme ich dann für meine süßen Brötchen. Dann habe ich dann ein bisschen mehr. Und hier habe ich 220 Gramm. Das gebe ich in diesem sauberen Glas rein. Das ist wieder meine Reserve für das nächste Mal, wenn ich wieder Brot backe und das gleiche wieder mache wie jetzt gerade. Ich habe immer ganz gern, wenn ich etwas mehr liebe Tomate da habe, da ich ja wie gesagt immer 2 Sachen backe. Ein Brot und süße Brötchen oder 2 Brote. So, das einmal hier rein. Schön andrücken. Und auch wieder so stehen lassen. Das gebe ich auch in ein anderes Glas rein. Das hole ich mal. Wie gesagt, einfach ein Zewa Wisch oben drauf gegeben und mit einem Trockentuch decke ich das jetzt hier noch so ab und lasse es stehen und dann schauen wir mal, wie das, ja, wie hoch das nachher geworden ist. So, wie ihr sehen könnt, ist das wirklich wunderbar aufgegangen. Also wirklich, das hat sich ja fast verdreifacht, ja. Und ja, mit dem einen werde ich dann das Brot backen. Das mache ich aber heute Abend später. Und das stelle ich in den Kühlschrank rein und das auch. Und dann mache ich morgen dann die süßen Brötchen. Ja, also wirklich super aufgegangen, super hochgegangen. Ich verschließe das jetzt und ich habe Mehltyp 550 genommen, habe ich noch vergessen zu sagen. So, das geht jetzt so, wie es ist, in den Kühlschrank. Hiermit backe ich heute Abend noch mein Brot. Das mache ich dann aber wirklich heute Abend spät und lasse den Teig die ganze Nacht gehen. Und das werden meine süßen Brötchen oder Hörnchen, je nachdem, was ich machen möchte. Kommt auch in den Kühlschrank, da ich das heute nicht mehr machen werde, aber dann morgen früh sofort. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen nochmal von Lievito Madre erzählen, wie ich das mache. Also wenn ihr den, ich sag mal, 2 Wochen im Kühlschrank habt, dann frischt den einfach zweimal auf. Dann hat er noch viel mehr Kraft. Solltet ihr alle 3-4 Tage Brot backen oder jede Woche, dann reicht auch einmal auffrischen. Ja, also wie gesagt, ich mache meistens immer zweimal, da ich manchmal auch nur 100 Gramm an Lievito Madre habe und ich ja für das Brot viel mehr brauche. Ja, ich verabschiede mich und würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept.